Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Martin Zephaser, bin 46 Jahre alt und seit 1989 in der Firma Rosenberger beschäftigt. Ich startete als Lehrling zum Industriemechaniker, bildete mich berufsbegleitend weiter zum Techniker und Betriebswirt des Handwerks. Die Verantwortung im Bereich als Maschinenbediener, Konstrukteur bis zur Leitung der Konstruktion und das Einführen des Produktmanagements im Hause Rosenberger war es mir möglich, Impulse zu setzen, Produktlinien aufzusetzen und zu kreieren. Meine aktuelle Verantwortung als Vice President und Mitglied des Rosenberger Management Boards macht es mir möglich, Zukunft weiter zu gestalten. Wir von Rosenberger sehen uns als Innovationsführer in unseren von uns bedienten Marktbereichen. Langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns wichtig. Der Systemgedanke und die Systemlösung steht im Vordergrund unserer Entwicklung und bringt uns zu kreativen und innovativen Lösungen im Steckverbinder und Übertragungssystemen. Die höchsten Qualitätsanforderungen der verschiedenen Märkte spornen uns an, uns permanent weiterzuentwickeln. Anforderungen aus Luft- und Raumfahrt, Medizin- und Messtechnik, Telekommunikation und Datacenter und aus dem Automotive-Bereich treiben uns an und bringen uns zu einem nächsten Level. Rosenberger ist ein globales, familiengeführtes und modernes Unternehmen, welches das Ziel hat, den Kunden maximal gut zu bedienen, Innovationen gemeinsam umzusetzen und in den Markt zu bringen. Beginnen möchte ich mit einem Rückblick in das Jahr 1996, als Rosenberger in das Automotive-Geschäft einstieg. Zu diesem Zeitpunkt war eine sehr geringe Anzahl an Applikationen im Fahrzeug in Umsetzung, bei zugleich extrem hoher Variantenvielfalt der Steckverbinder. Die Technologie der Konvektion war basierend auf einer mehr als 50 Jahre existenten Konvektionstechnik. Basierend hierauf prägte sich der Begriff Sonderleitung für das Bordnetz. Eine Automatisation war zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Mit steigender Anzahl an Applikationen im Fahrzeug und steigenden Stückzahlen wurde der Ruf nach einem einheitlichen Interface immer lauter. Einzelne deutsche Automobilhersteller initiierten einen Arbeitskreis, in dem Rosenberger mit weiteren Steckverbinderherstellern aktiv mitarbeitete und diesen gestaltete. Das Ergebnis dieses Arbeitskreises floss in die Normierung mit ein. Zuerst in die DIN, weiter in die USK und in die ISO. Dies wurde zu einem globalen Standard. Der erste wichtige Baustein für eine Automatisation war getan. Weiter steigende Stückzahlen und stetig erhöhte Anforderungen an Qualität erforderte einen weiteren Evolutionsschritt der Steckverbinderentwicklung. Existente Konvektionstechniken wurden hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt, neue innovative Ansätze gewählt, Basistechnologien entwickelt und überführt in eine neue Steckverbindergeneration. Der FACRA SF Steckverbinder war somit geboren. Zuerst wurde das Produkt teilautomatisiert gefertigt. Die Referenzpunkte und Produkteigenschaften waren so gestaltet, dass es Schritt für Schritt möglich war, bis zu einer nahezu perfekten, vollautomatisierten Konvektion zu gelangen. Basierend auf dieser Technologie war es uns möglich, weitere, kleinere, hochperformante Stecksysteme zu entwickeln. Der HFM und HMTD sind nur ein Beispiel dafür, wie dieser Technologieübertrag funktionieren kann und hochautomatisierte Konvektion Realität wird. Die Aufgabe ist, dieses vorhandene Wissen, diesen modularen, globalen Produkt- und Technologiebaukasten zu verwenden, überzuführen in das HV-Produktportfolio, einzelne Schritte und Prozessinnovationen zu entwickeln. Basierend hierauf wird es uns möglich sein, auch das HV-Bordnetz vollumfänglich zu automatisieren. In dem folgenden Video zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Evolutionsschritte hin zur Vollautomatisation.
Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Tobias Huber, ich bin 31 Jahre alt und meine berufliche Laufbahn habe ich bei der Firma Rosenberger aus Lehre zum Industriemechaniker begonnen. In dem Zuge der Lehre war ich unter anderem im Bereich der Standstechnik tätig. Im Anschluss daran habe ich Maschinenbau studiert und bin mittlerweile seit 2015 wieder in der Prozessentwicklung bei Rosenberger angesiedelt. Stand heute bin ich Leiter der Prozessentwicklung Internationale Konfektion. Da die Komplexität von technischen Produkten stetig zunimmt, greift man gerne auf bestehendes Wissen zurück. Dieses Wissen kann man als Art Werkzeuge im Konfektionsbereich sehen. Diese Werkzeuge systematisch und strukturiert angewendet, ergeben ein ideales Prozessbild für die Konfektion. Und genau auf diesen Baukasten wollen wir nun eingehen. Zu Beginn sehen wir hier unsere Übersicht vom Technologiebaukasten aufgebaut auf die Basistechnologien. Meist zu Beginn der Kabelkonfektion muss der Mantel der Leitung entfernt werden, sowie die Schirm- und Folienbearbeitung erfolgen. Hier in dieser Kernaufgabe greift man gerne auf bestehende Werkzeuge zurück. Durch iterative Schritte ist es möglich, sich dem Fall anzunähern und die Lösung zu finden. Lesson learned spielt dabei eine große Rolle. Wir können nahezu den Prozess von den Koaxialleitungen auf die Hochvoltleitungen übertragen. Wie die Ähnlichkeiten denn sind, wollen wir nun im Video uns anschauen. Im nächsten Schritt sehen wir das Kontaktelement. Das Kontaktelement gilt es anzubringen. Mittels den uns bekannten Verbindungstechnologien wie Schweißen oder Krimpen wird dies ermöglicht. Eine gewisse Analogie sieht man hier schon, dass zum Beispiel technische Parameter wie die Kraft bei der Fügung entscheidend sind. Neben den technischen Parametern ist es auch möglich, bereits durch leistungsgerechte Parameter wie die Normierung oder die Modularisierung den Transfer des Prozesses zu gestalten und zu beeinflussen. Wie denn nun die Ähnlichkeiten sind zwischen den beiden Koaxial- und Hochvoltsteckverbindern im Bereich der Bearbeitung, wollen wir uns im Video genauer ansehen. Kommen wir nun zu der Komponentenmontage. In der Komponentenmontage gilt es erste Außenleiter sowie Gehäuse wie etwa Ober- oder Unterschalen und Umgehäuse auf das erste Kontaktelement anzubringen. Bereits hier ist es im Vorfeld möglich, durch das Design den Produktions- und Konfektionsprozess zu bestimmen. So, hier dargestellt wie etwa im Koaxialbereich, wird bereits vorab das Isolierteil in den Außenleiter gefügt und dann der Konfektionsanlage zugeführt. Hingegen im Hochvoltbereich sieht man zwei Einzelteile, zwei Schalen, die erst in der Konfektion auf die Anlage zugeführt werden und mit dem Bauteil der Leitung verheiratet werden. Auch diese Ähnlichkeit wollen wir uns in einem Kurzvideo gerne anschauen. Kommen wir nun zu unserem letzten Schritt, der Endmontage und der End-of-Line-Prüfung. Hier gilt es, letzte Kontaktelemente oder Gehäuse auf die Leitung, das Produkt anzubringen. Im Anschluss daran wird die Leitung End-of-Line geprüft. Hier beruht man sich auf Kameraprüfungen sowie auch elektrische Prüfungen. Wie die Ähnlichkeiten denn auch hier in diesen Basistechnologien sind, wollen wir uns kurz in einem Video ansehen. Ganzheitlich dargestellt handelt es sich also um einen modularen, globalen und beherrschbaren Prozessbaukasten. Wichtig ist hierbei vor allem der Technologietransfer. Dieser Transfer ermöglicht eine Erweiterung und Verbesserung
des Baukastens. Mit Verstehen der technischen Ähnlichkeiten kann man nun auf diesen Prozessbaukasten zugreifen und sich den nächsten Prozess mehr oder weniger als eine Art Puzzle wieder neu zusammensetzen. Wie diese Prozessschritte nun kombiniert werden können, da wollen wir in der Transportautomatisierung drauf eingehen. Zunächst sehen wir den manuellen Transport in einer Fertigung zwischen den Bearbeitungsstationen. Der Mitarbeiter übernimmt den Transport. Er übernimmt somit mehr oder weniger die Verkettung der Prozessschritte. Der Vorteil liegt darin, dass man die Einzelprozessschritte aus dem Technologiebaukasten unberührt von vor- und nachgelagerten Schritten zu verstehen beginnt. Um die soeben angesprochene Verkettung in einer ersten Stufe der Transportautomatisierung darzustellen, sehen wir hier einen Roboter, welcher die Handhabung der zu bearbeiteten Teile übernimmt. Dabei können die Einzelprozessschritte nahezu übernommen werden. Lediglich eine Kommunikation zwischen den Stationen gilt es sicherzustellen. Dadurch wird bereits eine erste Automatisierungsstufe erreicht, in welcher der Bedienereinfluss größtenteils vollständig neutralisiert werden kann. Als Vorteil dieser Lösung gilt eine weitere Unabhängigkeit zwischen den Stationen, ermöglicht aber zugleich bereits wertvolle Erkenntnisse des Zusammenspiels der Prozessschritte zueinander. Als Endstufe der Transportautomatisierung im Bereich der Konfektion gelten aktuell vollautomatische Transferlinien. Diese ermöglichen neben einem vollautomatischen Leitungseinzug die prozesssichere Verarbeitung und prozessbegleitende Prüfung sowie schlussendlich das Ablegen der vollkonfektionierten Leitung. Besonders herauszuheben ist hier die lückenlose Verkettung aller Prozessschritte zum Abbilden des gesamten Technologie- und Basisbaukastens. Das Beherrschen aller Einzelprozessschritte ist die Grundlage für unterschiedliche Automatisierungsgrade. Eine Verkettung der Prozessschritte ist dagegen die Voraussetzung für höhere Automatisierungsgrade. Mit dem Kennenlernen dieser Abhängigkeiten zueinander steigert sich folglich der Transportautomatisierungsgrad. Im Folgenden wird noch auf die Ressourcenbindung eingegangen. Grundlage dafür ist eine fixe Stückzahl. Im manuellen Transport ist eine hohe Ressourcenbindung von Mitarbeitern und Platz nötig. Im Bereich der Transportautomatisierung Robotik lässt sich bereits eine deutliche Ressourcenverringerung bezüglich Mitarbeiter und Raumbedarf erkennen. Im Bereich Transportautomatisierung Transfer lässt sich eine nochmals deutlichere Verringerung der Ressourcen erkennen. So kann hier nochmals an Mitarbeiter und auch an Raumbedarf eingespart werden. Steigende Kosten in der Maschinenanschaffung können durch die genannte Ressourceneinsparung kompensiert werden. Durch die stetig steigende Anzahl an Applikationen des HV-Bordnetzes und hieraus resultierend permanent steigenden Stückzahlen in den unterschiedlichen HV-Steckverbinderklassen ist ein wichtiger Grundbaustein geschaffen hinsichtlich Automatisation. Wichtig ist, existentes Wissen aus den Produkten, welche hochautomatisiert im Fahrzeug eingebracht werden, zu nutzen. Der Übertrag dieses Technologiebaukastens aus dem Datensteckverbinderbereich ist essentiell. Basistechnologien der Maschinenentwickler müssen zielgerichtet auf größere Einheiten und größere Produkte übertragen werden. Durch diesen Übertrag und Erweiterung des Technologiebaukastens wird es möglich sein, das HV-Bettnetz zu automatisieren. Um dies zeitnah zu realisieren, ist es zwingend erforderlich, über die gesamte Lieferkette eng zusammenzuarbeiten. Der Automobilhersteller über den Tier 1 bis hin zum Steckverbinderhersteller und Maschinenproduzenten. Dieser Kreis muss geschlossen sein und Hand in Hand zusammenarbeiten. Es gibt verschiedene Gremien, die in dieser Art und Weise zusammenarbeiten und ich appelliere an Sie alle, arbeiten Sie mit und lasst uns gemeinsam Zukunft schaffen.